Verbindung erfolgreich, danke OBS. Du bist das Beste, was meinem Leben je passiert ist. Jetzt muss ich nur warten, bis er wieder steht. Willkommen im Chat. Weil vorher funktioniert eh nix. Ich warte einfach, bis irgendjemand schreibt, dass der Stream wieder läuft. Boah, ich hasse es, wenn das passiert. Ich weiß nicht mal, warum es passiert. Leute, seid ihr wieder da? Könnt ihr mich hören? Läuft der Stream wieder? Müffeltahu. Funktioniert der Chat überhaupt in OBS? Verbindung zum Chat. Willkommen im Chat. Jetzt sollte ich für alle sichtbar wieder da sein. Ist es richtig? Seid ihr wieder jetzt in Verbindung mit mir? Toll. Ich liebe es, wenn das passiert und das Internet dann einfach so für ein paar Sekunden ausfällt. Das ist richtig toll. So. So in 3 Stunden oder so funktioniert der Chat dann auch wieder on-stream. So, wir waren gerade dabei, ausdrucksweise gegen Geld zu arbeiten. Ja, normalerweise arbeitet man immer gegen Geld, aber in dem Fall war es ja auch so gemeint, dass die nicht aus einer eigenen Überzeugung oder so arbeiten, sondern wirklich gegen Geld alles machen. Ich sehe gerade, dass eine so eine Sache, die steht da zwischen diesen ganzen Flaschen. Was ist das? Ist das ein Helm oder sowas? Dieses weiße Ding da, seht ihr das? Was ist das? Das sticht voll raus zwischen diesen ganzen Flaschen. Und ich sehe gerade, bestimmt ist der Stream eben abgekackt. Ich glaube, es kann schnell Seiten gewechselt. Egal. Ob verlässlich. Was? Also kein Plan, ob das verlässlich ist. Also hier ist... Vielleicht ist der Stream auch abgekackt, weil Twitch gemerkt hat, dass hier Brüste sind. Hier bei dieser Figur im Hintergrund. Seht ihr die Brüste? Seht ihr sie? Das ist kein Teller mit Eis. Ich rede hier links. Links in dem Regal. Nicht auf dem Tisch. Im Regal, das sticht so raus. Das meine ich. Links in dem Regal. Zwischen diesen ganzen Flaschen steht plötzlich so eine weiße Kugel oder so. Seht ihr sie? Ah. Was ist das? Dass das andere ein Teller mit irgendeiner Sahneschnitte drauf ist. So eine Sahneschnitte. Sehe ich auch. Oder ist das Parfait, was sie eben bestellt hat? Aber was ist das da in dem Schrank? Das sieht aus wie so ein Helm von so einem Paladin oder sowas. Ist das wichtig? Talk about a fortune.
Blood money is more like it. That's enough info out of me. Consider it on the house. With that out of the way, why don't we get down to business? Like I told you before, Randolph, your vacation days are up. It's time for you to become the next war god. Was? Er soll jetzt der Anführer werden? Ich dachte eigentlich, dass hier der, ich vergesse jedes Mal seinen Namen. Der Onkel halt von der Scarlet Ogre. Dass der Wargod werden will. Hä? Wargod? Wasn't that your late father's title? Cut the shit! You really think I'm gonna just go along with that? You gotta be drunk out of your goddamn mind right now! It's simple. Really. Die Musik gefällt mir gerade voll. Ja, der Teller sticht auch raus, weil er so einen schwarzen Rand hat. Cut the shit ist eine schöne bildliche Vorstellung, ja. Ich gehe nicht arbeiten für einen geordneten Tagesablauf, nein. Das ist dann eher Klein. It's simple, really. The leader of the Red Constellation can be none other than the War God. And as his only son, it's your duty to succeed him. Why should I? If you're so desperate for a War God, then why don't you take the name? Hell, even Shirley could do it. There's no reason it can't be a woman. At the end of the day, an ogre is all I am. My job is to run rampant on the battlefield. I can't be the man my brother was, nor do I want to. The same goes for her, perhaps even more so. Sie ist noch mehr ein Ogre. Yeah, I'm definitely not cut out for this whole Wargod business. I'm sure you understand, Randolph. Why my brother wanted to settle the score with a longtime rival. My brother gave you a trial once, and you overcame it with effort to spare, proving beyond a shadow of a doubt your worth as his successor. I think you know better than anyone that you're the only one fit for this. Was wäre denn so schlimm, wenn er der Anführer von der Red Constellation wäre? Würde das dann nicht irgendwie... Würde das dann nicht irgendwie Probleme lösen, weil Randy einer von den Guten ist? A trial to become the next War God? Dolphy's lost his edge these days, but he used to be a total badass. Especially that time he took out a whole Zephyr squad by using that village as... Stop it. I'm begging you, not another word. Randy? Lame. What the hell happened to you? Hat er ein ganzes Dorf geopfert? Da ging's aber nicht um Hamel, oder? Once upon a time, I used to look up to you, Dolphy. You know that? We'll leave it at this for now. It's time to head home, Shirley. If you say so. Think hard on what your father would say if he saw you like this. You've tarnished your name enough as is. Make your choice, whether you follow my lead, run like a dog, or stand up and fight. Otherwise, I'll send you straight to Gehenna. Er will einfach nichts mehr mit denen zu tun haben, ja. Was vibriert mein Handy jetzt eigentlich so?
Bin bei WhatsApp angeschrieben worden. Okay, von Zero. Dem habe ich gestern noch eine Wall of Text hinterlassen in Sprechform. Weil ich habe gestern angefangen, Princess Butterfly die nächste Folge zu schneiden. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe die Sprachaufnahmen von Princess Butterfly noch gar nicht. Wird schwierig, Princess Butterfly zu schneiden ohne Princess Butterfly. Also habe ich mich bei ihm gemeldet, aber er ist scheinbar jetzt gerade im Urlaub und demnach wird sich das dann noch etwas verzögern. Yay, es kommen Folgen, ja, aber nicht jetzt. Ich arbeite dran, aber erst brauche ich das Material dafür. Irgendwie habe ich das auch voll aus dem Fokus verloren, dass ich das Material noch nicht hatte. Aber er meinte, er kommt Freitag zurück und dann setzt er sich dran. Also... Ja, aber ich hatte schon gesagt, dass ich das wieder verworfen hatte. Weil das dauert uns viel zu lange, eine ganze Staffel zu machen. Der heißt Mutter Fika-Boss. Bitte schreib da kein C hin. Das ist schon absichtlich, dass er Mutter Fika-Boss heißt. Das soll extra falsch geschrieben sein. Aber der ist wirklich schuld an den Problemen, die es gab. Es ist zu unmotivierend, wenn es nicht weitergeht, ja. Aber jetzt im Moment ist der Stand, ich habe jetzt eine Folge, wo dann noch die Aufnahmen von Princess Butterfly fehlen. Die könnte ich schneiden und eine weitere ist bereits fertig geschrieben. Das heißt, die müsste ich dann nur noch mal abtippen, weil ich habe sie handschriftlich bis jetzt geschrieben. Und dabei mache ich noch ein paar kleine Änderungen, ne, noch ein paar Verbesserungen. Ne, schon mit ER, aber nur mit K, ohne C. Da mache ich dann halt ein paar kleine Änderungen noch. Und dann kann ich wieder Texte verschicken an Leute, die halt auch noch mitsprechen möchten. Und dann könnte ich schon die Folge auch vorbereiten. Und ich habe auch schon angefangen, die Folge danach zu schreiben. Also im Moment läuft's gut. Ich bin im Urlaub gut vorangekommen. Das ist das, was ich ein bisschen vermisse hier zu Hause. Ich habe keine Terrasse, wo ich mich hinsetzen kann und dann schön was schreiben kann oder so. Ich habe hier nur diesen Schreibtisch, an dem ich gerade sitze. Und der ist meist voll. Und das ist demotivierend. Night, Dolphy! You too, guys! Later! Ich finde aber die Musik hier gerade mega geil, die hier gespielt hat. Ouch! Good thing we didn't bring the girls with us. Wouldn't want to embarrass myself right in front of them. Randy. Sorry, guys. I didn't want you to see me like this. That doesn't matter. None of this is your fault. They are the ones who are in the wrong. Still, seeing you all beaten up over it tells me one thing. They had you pegged, didn't they? Wazy? Ich sehe gerade, dass der Chat ja scheinbar auch wieder funktioniert jetzt im Stream. Das ist gut. You asshat. Demotivierend. Eine neue Yu-Gi-Oh! Karte. They were right the whole time and they hit me where it hurts. Okay. Manchmal geht der Text von alleine weiter. Wie hätte ich denn jetzt gerade damit rechnen sollen? Eine neue Yu-Gi-Oh! Karte von diesen D... Was sind D-Karten? Es gibt D-Karten? Dann bist du jetzt tiefer drin in Yu-Gi-Oh! Als ich. Was sind D-Karten? Es gab ein D-Deck. Ach, warte mal, das muss ich gerade gucken. Ach, DD, ja. Ja, DD gab es. War das DD, dann wäre es ja DD motivierend. Es gab auch DDD. Lloyd, Randy, and Wazy proceeded to walk their way back home, having turned down the car
the club manager had prepared for them. They were then met with the girls and Sergei, all of whom had been worried about them. After putting a half-asleep Kia to bed, Lloyd and the team delivered their report. How awful! Ja, das war wirklich schrecklich vorgelesen, wie so ein Kinderbuch oder so. I can't believe them! How could they put you in that position, Car? Setting your succession of the war god aside for now. It sounds like you managed to gain plenty of intel. Yeah. Was für Intel? Die haben uns gar nichts verraten. Destiny Heroes. Ach, Destiny Heroes hatten D-Karten. Okay, die heißen im Englischen, aber im Deutschen aber Schicksalsheld. Deswegen wusste ich das jetzt nicht. Später gab es doch auch noch böse Helden. Ich muss mal gerade gucken. Ich habe ja einmal so eine Karte. Aus einem Pack gezogen. In Starlight Rare, die ich dann verkauft habe. Das war tatsächlich ein Destiny Hero. Destroyer Phoenix Enforcer. Die habe ich einfach für 200 € verkauft. Für ein Stück Presspappe. Es ist halt, du musst wirklich bedenken, das ist ein Stück Pappe. Das habe ich für 200 € verkauft. Das hat mir erstmal einen schönen Boost gegeben. Finanziell. They're banking somewhere around 100 million Mira on this new contract. Going off the situation, it's a safe bet that their employers are the imperial government. They also mentioned they would be busy starting tomorrow, which can only mean they're plotting something for the trade conference. I think I've got an idea about the provisions of this contract. What about you, Lloyd? Me? Well... Assassinate the Republican president. Protect the Imperial Chancellor. Wipe out Eiyuu. Wir wissen es aus Trails of Cold Steel eigentlich, dass es Protect the Imperial Chancellor ist, oder? Weil da hieß es, ja, dass der ein paar really strong Bodyguards dabei hat. Wenn ich mich richtig erinnere. Im Deutschen hießen die auch die Karten. Okay. Die Zaubern-Fallenkarten. Ich habe mich damit nie wirklich auseinandergesetzt, weil Helden waren nie so mein Deckthema. Ich kann auch mit Superhelden an sich nicht so viel anfangen. D-Kraft, D-Schild, D-Kette, D-Eskalation. Protect ist auch richtig, ja, sage ich ja. Das haben wir ja aus Trails of Cold Steel gelernt. Im Prinzip war das ein bisschen Spoiler. This is just a hunch, but I've heard that the Blood and Iron Chancellor has a lot of opposition in the Empire. Chances are high that the Red Constellation is here to protect him during the stay in Crossbow. Herr der Drachen ist einfach Lord of D. Nee, nicht The D, D. Lord of D. Könnte man falsch verstehen. Wartet. Ich hatte ja vor meinem Urlaub hatte ich ja Yu-Gi-Oh! Karten ausgepackt. Ich muss gerade den richtigen Ordner finden. Da war auch eine Karte bei. Dieser Ordner ist viel zu dick.
Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da. Die hier. Diktator der Drachen. Der heißt im Englischen auch Dictator of D. Warum auch immer jetzt ein Schwanz einen eigenen Diktator braucht. Trotzdem der Herr des Schwanzes. Ja, und das ist der Diktator des Schwanzes. Der steht noch mal weiter drüber. Oh! Yeah, that makes sense. Good observation, Lloyd. But don't you think 100 million Mira is overcharging for something so simple? And besides, surely the Chancellor is bringing his own personal detail too. Good point, Car! Diktator des Schwanzes, ja. Da ist gleich zweimal der Schwanz drin. Das ist sehr schwanzlastig, das Spiel. Both Erebonia and Calvert are bringing a sizable number of guards and escorts with them. Car? Well, naturally, the Red Constellation would be acting independently from official security. If you pay attention to their actions, it's clear that they are trying to get a feel for the location in any way they can. Doing so gives them the ability to mobilize at a moment's notice. It's the same reason we and the Bracers scout places out. I also got that impression. Well, it's all only speculation at this point. Dignitaries from all across the continent are coming tomorrow for Orcus Tower's unveiling. Oh, and on that note, I'll be sending you guys on-site too. War ja klar irgendwie, ne? Come again? By site, you mean the unveiling? The Red Constellation's been giving you a bad case of tunnel vision lately. You're the special support section, not the counter-espionage and anti-terrorism squad. It's time you have a change of pace so you can get a better sense of the bigger picture here. I guess you're right. Truth hurts sometimes. Does that mean we'll be an official part of the security detail then? Car? On paper, yes. But I want you to focus on observing the unveiling ceremony itself. Get a lay of the land once the trade conference begins. Keep an eye on how the dignitaries carry themselves. Doing that should give you a different perspective on things. Understood. Lucky us. We're going to have front row seats for the spectacle. You're still awake? Wahrscheinlich ist es Randy, oder? Nee, es ist Müller. Somewhere in the Imperial Capital. Es ist Müller. Und die Olive. We depart early tomorrow morning. Shouldn't you be resting? Right. I thought it best to read over these reports while I have a chance. From the military academy? I never expected you to take your duties there so seriously. I am the chairman of the board of directors, even if it's only a name. Da wurde schon die Academy angekündigt quasi. Die Teile kamen ja hier eigentlich vor Trades of Cold Steel raus. Ich finde das interessant, das zu sehen. The students are giving their all. It's only right that I give them mine as well. So be it. That aside, I managed to dig up some new information about that matter we were looking into. Duke Cayenne's attack dogs are begging to make their move again. Him again, I wish I could say his troublemaking surprised me. Do you know the scope of their plans? Not yet. The intelligence division hasn't fully uncovered it themselves.
Our friend the Chancellor certainly reaps what he sows. This does not bode well for him, does it? Then again, I am not out of the woods either, am I? Maybe they'll find it in their hearts to target me as well. This is no laughing matter, you fool. Wouldn't it be wise to request more support from the 7th Armored Division? It's not too late to pull in the call, you know. I'm afraid I'll have to decline. Heute hast du alleine ein Regal zusammengebaut, Schreibtisch neu geordnet und den Drucker erfolgreich installiert. Bist fast ein bisschen stolz drauf. Ich bin stolz darauf, dass ich diesen Stuhl hier alleine zusammengebaut habe und er bis jetzt noch nicht kaputt gegangen ist. Gut, dass er nicht jetzt in diesem Augenblick kaputt gegangen ist, wo ich das gesagt habe. Das wäre ein super Timing gewesen. I'm afraid that I'll have to decline. The Chancellor's safety aside, if I were to appear there with full escort in tow, I'd ruin my precious public image. Besides, I'll always have you, my love. I can't think of anywhere in the world I'd be safer than in your tender arms. Well, I'm off to bed. Sorry, I forgot myself there. Pillow talk aside, I am looking forward to speaking with the Crown Princess tomorrow. Have all the arrangements been made? Yes, I spoke with the senior captain earlier. We're scheduled to meet early tomorrow evening after the luncheon. Luncheon? Ist es sowas wie Lunch, nur in viel größer? The Luncheon? Aufräumen musst du morgen weitermachen. Sprich gleich mit einer Freundin. Okay. Die Olive ist immer noch mein Lieblingscharakter. Good, good. My, is it hard to believe it's been almost a year? I only wish Estelle and the others were coming so that we could make it a proper reunion. Shara's been busy with work as well, too much so to make time for a trip. Right. Nevertheless, I will do my utmost to enjoy Zemuria's most modern urban city in their estate. And worry not, I've no intention of getting in the way of your long-awaited rendezvous with the senior captain. Why, if you'd like, you could even set some time aside for a lovely date at the theme park. Ja, man kann auf einen produktiven Tag stolz sein. Ich bin schon stolz drauf, wenn ich es schaffe zu streamen. Stay out of it, idiot. Actually, your idiocy is going beyond your usual bounds tonight. I trust you aren't getting any ideas of creating more work for me tomorrow, correct? Of course not. Why? I wouldn't dream of it. At this rate, I'm going to have to put a leash around his neck tomorrow. Yay, Fetischspielchen! Well, all things considered, this will likely be my last foreign trip for a while, and our work is certainly cut out for us. We'll need to find out what the Chancellor is planning, not to mention keep an eye on developments around the continent. I know I've caused you nothing but headaches lately, but I hope you know I'm counting on you, my dearest friend. Naturally. Ich kenne Tahus Foto auf Insta nicht, weil ich Insta nicht benutze. Little Kingdom Airspace, die are sale. Ist das Chloe oder ist es... Ja. What a lovely breeze. Judging by the shift in the clouds, we should be in for clear skies over there. Oh ja, Sieg. Thank you, as always, old friend. It's as I feared.
The cinders are beginning to smolder in the Republic as well. Then there's Eiyuu, not to mention the intervention of the continent's leading Jäger Corps. Du hast das extra gemacht, weil du dachtest, Fotos in der Natur kommen bei Frauen besser an. Fuckboy Tahu wieder am Start, ey. And of course, I'm already well aware of who's been operating on the Blood and Iron Chancellor's behalf. Da wirkt man ein wenig wie ein sozial zurückgebliebener Typ, der nur zockt. Da wirkt man weniger wie ein... und das Haus nie verlässt. Ja, aber wenn das die Reality ist, dann ziehst du damit die falschen Leute an. Don't mind me. We'll be flying northeast tomorrow. Will you be joining us on board? Even you may have trouble following us all the way into foreign territory. So, this is where you were, Your Highness. Ach, das ist sie ist das. Yes, I wanted to enjoy the breeze for a little while. I'm a tad ill at ease over these next few days. What with the trade conference. That's surprising to hear. Hello, Zeke. Back from your scouting mission? Here. I received a report from R&A Research. From Richard? R&A? R&A waren ja General Richard. Die haben ja dann, die hatten doch, hat man ja in The Third gesehen, dass die so ein Büro aufgemacht haben, so ein Detektivbüro. Er und wie auch immer die andere nochmal hieß. Für mich war das immer nur die Zicke. Wie hieß sie? Amanda oder so? Amanda? Sie hieß Kanone mit Vornamen. Kanone. Aber wofür stand das A nochmal? Please, let me have a look. Details on Republican government activity, radical nationalists within Calvert. It seems every region in the western half of the continent is undergoing some kind of turmoil. Yes, I have to agree. I'll need to consult the prince over this as well. Perhaps now would be a good time to make use of a specially recommended connection. Connection, Your Highness? That's right. I want to see for myself how reliable they can be. Bei Amanda musst du immer eine Würgeschlange denken. Ich muss bei Amanda immer nur, wer zum Teufel ist Amanda? Denken. Oder an Amanda, der mich knutscht. Ist hier Amanda, der mich knutscht? They may be just the allies we'll need during our visit. Ah, I see. The ones that Estelle and Joshua told us about. Um wen geht es? Geht es um die SSS? I don't see the harm in seeking their assistance in addition to the guilds. Geht's um uns? Amanda Huggenkiss, genau, der. Das ist die englische Variante davon. Der mich knutscht ist die, deutsche Version. Aber es kam bei Harry Potter und der Plastikpokal ja auch vor. Indeed. Ja, es klingt im Englischen natürlicher. Amanda Huggenkiss. Oh, voll der schöne Mond. 2 years have passed since the signing of the non-aggression pact that grandmother proposed. The pact allowed us to avoid war,
but at the cost of giving rise to other unforeseen pressures that have stained the continent. At this point, we have no choice but to seek out a new framework, one that will replace the non-aggression pact. Strain the continent. Was habe ich denn gesagt? The content? How pleasantly surprising. This terminal is a lot more user-friendly than I expected. Campanella. Ist das die Bude von, wie hieß er, Noah? Dem Typen, der seine Pizza nicht gegessen hat? Ich habe stained gesagt. Strained, okay. Jonah hieß er, genau. Jonah Sacred Systems Engineering Prodigy of the Epstein Foundation. Was? Jonah ist der, quasi der Erbe des, beziehungsweise, was heißt Prodigy? Also er hat Pizza bestellt, aber er hat sie nicht gegessen. Das ist das Hasse daran. Was heißt Prodigy überhaupt genau? Hatten wir das schon mal nachgeguckt bei Danganronpa? Weil ich meine, Bakula war doch auch irgendwas mit Prodigy. Was heißt das? Ich glaube, Wunderkind oder sowas war das. Ja, genau. Child Genius, Wonder Child, Wunderkind. Das ist das Wunderkind der Epstein Foundation. Also gehört der dazu. I'm impressed you managed to construct such a complex environment on a network as obsolete as this. I suppose it really wasn't a fluke you were able to catch Ren then. You should be quite pleased with yourself. Stimmt, die hatten da ja so ein Battle. Tio ist besser und Ren auch. Er lädt jetzt gerade irgendwelche Ouroboros-Files von dem Computer hier. Astral Code Installation complete. Time to get to work. Ich dachte immer, er ist nur ein Beobachter und keiner, der sich wirklich einmischt. Phase Space Access confirmed. Now to begin crawling the Orbital network. Securing entry from multiple routes. First, second, and third security clearances bypassed. All that's left is cracking the logic key, and done. You're all mine, main terminal. Mission complete. Natürlich steht das da am Computer, wenn man sich irgendwo reinhackt. Dann steht da am Ende Mission complete. I can see why the professor is so proud of this code. That's enough fun for now, though. I've got info to dig up. Warning. Whoops, I've been hacked. Not bad, Freckles. But not good either. You won't even notice my little breach until tomorrow. So I'm sure it won't make a difference if I have a little more fun in the meantime. Late August 1204 of the Septian calendar. The West Simuria Trade Conference, proposed by the newly elected mayor of Crossbill and CEO of the IBC, Dieter Kreuss, is about to commence. Wie wurde der nochmal ausgesprochen? Wir hatten das ja. Hieß er Kreuss oder Croix? Ich meine, es wäre Kreuss gewesen, ne? Is about to commence. Wieso können Eltern manchmal echt eine Qual sein? Was passiert? Representing the major power of the West, the Empire of Erebonia, are Blood and Iron Chancellor Gilliath Osborne and Man About Town Prince Olivert, Rise Arnor.
From the major power to the east, the Republic of Calvert, comes President Samuel Rocksmith, carrying with him the support of the masses. Hat man Rocksmith schon mal gesehen vorher? Wird man den jetzt sehen, das erste Mal? Representing the northern principality of Remiferia, is its young ruler, Prince Albert von Bartholomeus. Schöner Name. And finally, from Liberal Kingdom to the southwest comes Crown Princess Claudia von Auslese on behalf of Queen Alicia II. Den sieht man jetzt zum ersten Mal, okay. At this very moment, prominent dignitaries from across the continent are beginning to gather together on Crossbellion soil. Ich finde immer noch, dass Gather Together total komisch klingt. Aber wir sind endlich am Tag der Trade Conference angekommen. Sind da Kia und Shizuku? Ja, da links. Zusammen mit Zeit. Und sie gucken gar nicht das Gebäude an, sondern Zeit. Von Auslese den kannten wir ja schon länger, den Namen. Aber von Bartholomäus finde ich irgendwie lustig. Das ist der Eisengraf, oder? Representative for the Imperial Government Blood and Iron Chancellor Gilead Osborne. Und da ist auch Lecterra Rundle dabei. Und wo ist die Olive? Ach, die kommt jetzt raus. Zusammen mit Toa, stimmt, die war auch dabei. Representative by Proxy for the Emperor, genau. Das ist das erste Mal, dass man in diesem Style hier Toa gesehen hat, ne? Die hat man bis jetzt nur in dem Stil von Trails of Cold Steel gesehen. Gar nicht übertrieben viele Autos. Die ist nur in der neuen Version dabei. Tower. Ach, das ist Samuel Rocksmith. Okay. Und Kilika sitzt dabei. Ja, in CS1 haben wir den Zug vorbeifahren sehen. Das ist der Zug gewesen. Richtig. Hattest du die Videos eigentlich gesehen zu Cold Steel? Da war diese Szene ja so überdramatisch auch. So in dem Stil habe ich auch vor, Trails of Cold Steel 2 zu machen. Meine Eltern kommen zum Glück klar mit sowas. Und da ist Prinzessin Claudia von Auslese. In meinem Kopf heißt sie immer noch Chloe. Und das ist Grand Prince Albert von Bartholomeus. Von dem hat man kein Großbild gesehen. Der ist zu unwichtig. Die Sirenen auf den Polizeiautos sehen so komisch aus. Da kommen diese Space-Autos. Mit den leuchtenden Rädern. Das sieht voll cool aus irgendwie. Ich will das auch am Auto haben.
Hier blitzt es die ganze Zeit, aber ich sehe überhaupt niemanden, der ein Fotoapparat hat. Speaker Henry McDowell. Ja, das ist Ellies Opa, ne? Und Dieter Kreuz. Gute Nacht, Kev. Die halben Räder sind... Ich weiß nicht mal, ob die in der Straße drin sind oder ob die überhaupt... Oder ob die einfach nur abgedeckt sind davon und die Räder quasi darunter versteckt sind. Damals gab es sowas wie Bodenwellen noch nicht. Deswegen war das praktisch. Wow, what a lineup. Truly, we're looking at some of the most powerful individuals on the continent. Ja, die sind da drunter. Aber trotzdem ergibt das beim Fahren nicht viel Sinn, wenn die Räder so abgedeckt sind von sowas. Weil sobald du über eine Bodenwelle fährst, kommst du ja... Wie willst du mit so einem Ding über so einen Geschwindigkeitshuckel kommen oder so? Das ist ja voll aufgeschmissen. Dang it. I didn't realize the Blood and Iron Chancellor was such a beast. Not just in rap, but physically too. President Rocksmith, on the other hand, looked like he's downed one too many of the Eastern Quarter's famous onion hot pots. Princess Claudia of Lebel is so gorgeous. Car! And look, it's Senior Captain Schwartz in the flesh. Car! In the car. Attention, esteemed dignitaries. Allow me to formally welcome you to Crossbill State. I am the mayor of Crossbill City, Dieter Kreuz. Thank you all for coming here today and agreeing to participate in the West Zemuria Trade Conference. Normally this would be the part where I announce the commencement of the conference itself. Ja, die war sowieso total beliebt, Julia Schwartz. But before we get to that, we must first commemorate this auspicious day. There is something I wish to show you. Behind me stands Crossbill City's new City Hall, a modern landmark that symbolizes our state's commitment to trade and finance. Above all else, it is a center of international exchange, a place built to foster peace and concord throughout the entire continent. It is with great pride that I unveil to you the continent's first true skyscraper. Orcus Tower! Und jetzt steht da einfach nur so ein Gebäude, das aussieht wie so ein Mittelfinger. Oh, es ist so eine richtige Cutscene. Das ist so ein Space-Gebäude. Noch ist die Mittelfinger-Theorie noch nicht raus. Jetzt schon. Jetzt fehlt die Hand dazu. Feuerwerk, yay. Jetzt könnte es doch wieder mit der Mittelfinger-Theorie passen. Oder ist es ein Penis? There it is, Orcus Tower. Ja, genau, die wollten einfach nur zeigen, dass Crossbill den größten Schwanz hat. Das ist der neue Dictator of D. Feuerwerk tagsüber. Ja, ergibt nicht viel Sinn, ne? I'd see the architectural brief, but words couldn't possibly do it justice. It's incredible. I feel overwhelmed just looking at it. Car! Sweet mother of Adios, how much mirror did they drop on this thing? More than mere mortals like us will ever see in our lifetimes combined. Kann man wohl machen. Ist aber nicht so schön wie nachts. Nee. My goodness me. For once I'm speechless. It's astonishing where technological process can lead you. It
takes me back to when we were on the Liber Arc. Yes, though it's not quite as tall as the Axis Pillar was. Das war wirklich ein Skyscraper. Haha, splendid, splendid! Ich finde, der sieht aus wie so ein Jahrmarktsbesitzer oder so. Den könnte ich mir richtig vorstellen, so als jemand, der am Eingang von so einem Jahrmarkt steht und die Leute da willkommen heißt. Oder wie so ein Zirkusdirektor. Ja, ne? Willkommen auf dem Jahrmarkt! Habt Spaß und Freude, Leute! Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob das an sich das ganze Get-Up macht, wie er angezogen ist, oder ob es dieser Bart ist. Oder eine Kombination aus allem. Aber er wirkt halt wirklich wie so ein... Er wirkt nicht wie ein sehr ernstzunehmender Mensch. Treten Sie näher, nur herein. Nächste Runde rückwärts. I read over the details in your report, but I still can't believe my eyes. Yes, the real thing has far exceeded my expectations. The IBC's economic might, The IBC's economic might is as impressive as ever. Ich finde das so schwierig, weil ich might gerade als Verb gelesen habe. Warum ist es im Englischen so, dass alle Wörter grundsätzlich klein geschrieben werden, außer es sind Markennamen oder Namen? Das Problem hätte man im Deutschen nicht. Weil es gibt ja wirklich, might kann Macht, aber auch heißen, ich weiß gar nicht, wie man das, könnte, würde, irgendwie sowas in die Richtung, kann es ja auch bedeuten. Das hättest du dieses Problem nicht, wenn Groß- und Kleinschreibung beachtet würde. Möge? Genau, das wäre vielleicht noch am ehesten zutreffend. Könnte ist die korrekte Übersetzung, ja. Remarkable without a doubt. This will surely go down as one of the many historical moments upon this fateful soil, both past and future. Dang, I wouldn't mind checking out the view from the roof. Wonder if Mr. Mayor would let me up there if I ask real nicely. Now then, let us proceed. To our distinguished guests, as well as all those gathered here today, I hereby declare the West Zemuria Trade Conference officially open. Was machen all diese suspicious Leute da? It's unlike anything I've ever seen. The word magnificent comes to my mind. Seeing it makes me all the more pleased that we decided to come to Crossbow. How very suspicious. But I believe I've seen enough. It would appear that we have an infestation to tend to. I trust you'll take care of it. And what of tomorrow's grand event? Your aid would be greatly appreciated. It would afford us so much more peace of mind to have you there. If I must. Farewell for now. Elusive as ever. Frankly, I would prefer to stake my trust in someone less fickle. Fickle. Oh, come on now. Come on now. Fickle is a bit of an unfair way to put it. Genau. Sag doch Bumsel oder so. Fickel ist schon ein bisschen sehr hart. Geschlechtsverkehre oder so. Wie wär's damit?
There are simply restrictions on when he will and won't cooperate with us. Die sagen immer he. Once you have them figured out, getting him to help is simple. Is that so? Aber wissen wir nicht eigentlich schon, wer das ist? Aus Zero? What restrictions could an assassin have? Das tun wir, aber die Protoss nicht. Und offenbar die auch nicht. Die sagen immer he. Aber wir wissen ja, dass es eigentlich eine Frau ist. That's still a secret. Nevertheless, everything has gone according to plan thus far. Let us make extra certain it stays that way come tomorrow. Yes, sir. Man, that building is insane! What do you say? Wouldn't it be fun to tear that sucker down? I understand the urge, but try to and keep it in check. That tower just might come in handy for us down the line. Lame. Well, whatever. I'm gonna go check out the city, Kay. That tower's got this place jazzed up like you wouldn't believe. Knock yourself out. Jäger zags. There she goes, peppy as ever. She must be really real excited about that building getting unveiled. Maybe so. But more than that, she's intoxicated at the thought of the bloodshed soon to follow. So she is. That far better suits Miss Orlando's tastes. The apple doesn't fall far from the tree. She'll get a fill tomorrow, one way or another. And that's the fated tower emerges, drawing toward the destinies of all in an uncontrollable vortex. If only Bleu Blanc was here. Bleu Blanc ist der kleine Bruder von Nö Blanc. He would have waxed even more poetic over a new sight like this. On the other hand, it wouldn't shock me to learn he came to see it uninvited anyway. Oh, what's this? All that's left is to make sure that these fall into the right hands. But for now, I may as well start preparing for the next batch of festivities while I'm here. Was hat Campanella vor? Incredible! It's finally done. Looks like all that funding from the IBC didn't go to waste. It's even nicer than I could have imagined. I always knew Mayor Kreis could pull it off. The sky is off the limit for him. It's so freaking cool! Hey, Henry, we totally gotta explore that thing. Come on, let's go! But we'll just get in trouble again. I mean, not that I don't want to go in there too, but... Wowie! Da ist ja Sinn. Wie hatte ich den gesprochen? It truly is an impressive structure. You would never see something like this in Calvert. Now I understand why our men here hold this city in such a high regard. Everyone sounds so excited. Hey, Kia, is that building really that big? Kia, are you still there? Oh, sorry, Shizuku. But yeah, it's like ginormous. It's blue and white and super sleek and so pretty too. Weiß Shizuku, was Farben sind? Ich meine, es wäre ein Unfall gewesen, durch den sie ihr Augenlicht verloren hat, ne? Das heißt, sie hat schon mal was gesehen und demnach weiß sie, was Farben sind. But
What's wrong? Oh, it's nothing. That's weird. This is my first time seeing it, but I feel like I recognize this tower from somewhere. Kea ist ja aus diesem Kult gerettet worden. Kann es sein, dass dieser Kult etwas mit diesem Gebäude irgendwie zu tun hat? Beziehungsweise mit der Form des Gebäudes und das Gebäude nach der Form von etwas aus diesem Kult gebaut wurde oder so? Ich meine, an was anderes könnte sich Kea ja gar nicht erinnern, weil sie ja irgendwie so künstlich erschaffen wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das würde aber ja auch bedeuten, dass wer auch immer den Turm gebaut hat, irgendwie mit dem Kult zusammenhängt. Und das wäre ja dann der freundliche Bürgermeister. Kea muss der Schlüssel zu irgendwas sein. Sie heißt ja schon Kia. So, the trade conference's main session will be tomorrow afternoon, huh? Yeah, they'll be holding informal talks about at a luncheon today. Was ist ein Luncheon? Ich guck das jetzt nach. Luncheon. Warum heißt das nicht einfach Lunch? Ist Luncheon irgendwie nochmal... Luncheon wird übersetzt mit Mittagessen oder der Lunch. Luncheon ist Formel for Lunch. Warum sagt man nicht einfach Lunch? Es ist kürzer. Warum muss man Luncheon sagen? Wie spricht man das überhaupt aus? Luncheon? Luncheon? Lunchen? Du meinst da ist was wie die Aureole in Crossbill. Könnte mit dem Turm zu tun haben. Ich meine, ich habe ja, ich kenne ja Trails of Cold Steel 2 schon. Demnach weiß ich, dass irgendwas noch passieren muss. Irgendwas in Richtung Aureole-Shit. So. Irgendwas passiert da. Yeah, they'll be holding informal talks at the luncheon today. Wäre sonst so einfach. Haben doch mehr so seltsame Ausdrücke da. From there they'll meet for dinner in the evening, after which they'll watch a performance from Seal. Oh, and all of the dignitaries will be staying at the state guest house at Miau. You're referring to former Speaker Hartman's old mansion, right? Wow, so that's what they're using that enormous crypt of his for now? Well, Hartman's fines for his corruptions and illegal dealings were pretty exorbitant. It was confiscated as compensation, so now they use it as a residence for VIPs from abroad. I suppose he got what he deserved. Car. Am I correct in assuming Michelin is going to be closed to the public? Yeah, both the theme park and Michelin Center are getting shut down. The CGF will be stationed there, so you don't need to worry. Understood. We'll continue focusing on our support requests then. Do what you gotta do. Some of the invitees are planning to tour the state after lunch. You never know what problems may arise. Be ready to help out at a moment's notice. We'll keep that in mind. Man, though, all the attendees had Big Shot written all over them.
Especially that blood and iron chancellor. There's something up with that guy. Yeah, initially I only had my eyes on Lecter. But the Chancellor, his presence completely dominated everything around him. Calvert's President Rocksmith seemed a little on the friendlier side at least. But on the other hand, it was hard not to notice Kilika standing right next to him. So she really does work for Calvert's intelligence network, the Rocksmith Agency. The President is known for his populist stances, but even so, I don't think we should take him lightly. None of them had even half as much grace and elegance as Princess Claudia of Liberl, though. Car! Senior Captain Schwartz was with her, too, looking just as dashing as ever. Car! That woman is the captain of the Royal Guard, if I remember correctly. Her looks and status have created some rather passionate fans. Yeah, I suppose they have, Car. Truth be told, I'm actually an admirer of hers myself. Wait, you are? Hold the orbital phone. What do we have here? You swing that way, Mademoiselle? I'm not sure how you drew that conclusion. I simply had the pleasure of attending a procession held by the Royal Guard back when I visited Liberal is all. They happened to be selling a photo album of the senior captain, so of course I just had to buy one. I see. You have to show it to me later, please? Car? Okay, I will. Schwartz 2, man 0. Well, a lady in uniform does have a certain charm of her own. Personally, though, I'd say I was keener on Prince Olivert of the Imperial Family. Wazy steht also auf Olli, auf die Olive. Prince Olivert, huh? I feel like I've been hearing his name more and more these days. He rose to a fame recently after playing a major role in solving the Liberal incident. After that, he went to all sorts of events that bolstered his popularity. Though, if I recall correctly, he doesn't hold the right succession to the Imperial throne. Huh, I didn't know that. Wait, if he was involved in solving the Liberal incident, wouldn't that mean he's met Estelle and Joshua before? Ja, und die sind sogar Freunde irgendwo. Oh, you might be right. Those two seem pretty damn popular, so I wouldn't rule it out. We're home! Welcome back, Kia. You too, Zeit. Woof! Das war sehr wichtig, dass Zeit das sagt. Oh, Shizuku, weren't the two of you spending the day together? Yeah, but she went back to the hospital with her dad. We got to see them unveil the tower together, though. It was super awesome. You guys got to see it up close, right? Yeah, but the thing was so huge, I'm not sure I actually got a good look. Yeah, they sure weren't kidding when they called the thing a skyscraper. I bet you two managed to get a perfect view of it, huh, Kia? Car? Yeah, it was so cool. And those explodey things, fireworks, I think, they were really pretty too, auch wenn man sie nicht gesehen hat, weil es Tag war und nicht dunkel. But, auch wenn die Liebe erstmal nur ein Bade war, der super teuren Wein wegsäuft. Ja, stimmt. So ungefragt auch einfach. Oh, but... Huh? What's wrong? Oh, it's nothing. Are you leaving again for work soon? Yeah, we'll be out until after dark. What about you, Chief? We'll be here on standby for the day. Just focus on your work. I'll contact you if anything pops up. Sounds like a plan. Let's set out after we check the terminal. So, check requests. Mary gone missing. My family's beloved kitten Mary has gone missing. I searched the neighborhood yesterday, but couldn't find any clues. Could we ask you to help find her?
Her apartment is on the second floor of Acacia Apartments. Das machen wir zuletzt, weil das ist die Hauptquest. Bracing for Battles. Bracers Linen Aglio Olio. Ne? Wie die Spaghetti mit Knoblauch und Öl. We'd like the special support section to join us for a training session. We'll be waiting at the Ash Tree Inn over in Amorica Village. Please come by if you have the time. Musician Manhound von Müller. I traveled here from the Empire to stage a concert, but my musician has disappeared. This is an urgent matter. Could you please help me find him? The musician, ist das zufällig die Olive? I would like to discuss the details in person. East Crossbill Highway Monster Extermination. Okay. For old Tom's sake. Das geht noch weiter jetzt, oder wie? I've been informed that there's a large quantity of potential valuable ancient texts in Stargazer's Tower. Naturally, as a librarian, I'm quite keen to get my hands on... Das hatten wir doch schon mal, oder? Ach, das steht hier auch schon als reported. Ich bin ja auch blöd. So, okay, wir haben 3 neue Aufträge. Und, Kyodai, falls es wieder einen Secret-Auftrag gibt, den man zufällig finden muss, wäre jetzt die Zeit, mir das zu sagen. That's a lot of requests, and they all seem more than a little intriguing. I'm not sure what to make out of this musician manhunt, though. Forget that, it's not every day you get called in by 2 of the guild's foxiest knockouts. I mean, sure, it's for training and not a hot date, but beggars can't be choosers. Well, it does sound like a good time, Car. Oh, and this lost kitten request is from that family we know. Yeah, it's the Bonds family again. The ones that moved to East Street. We helped them with their cat once before, so I wouldn't mind lending a hand again. Yes, I agree wholeheartedly. Let's be sure we take the time to see them. They went out of their way to ask for us specifically, after all. The city is bound to be a lot more lively thanks to the tower unveiling, not to mention all these visiting dignitaries. We should take our patrols out and about today. It will be a blast, I'm sure. Okay. Kyodai, gibt es eine Secret Quest, die wir hier finden können? Ich gehe erstmal nach oben, du überlegst noch, okay. Hallo Kia, hier, give food to Cop. Rock Eater. Nyanyan. Das habe ich übrigens vergessen beim letzten Mal, glaube ich. Funya! Defense 2. Oh my, are you giving this to me? Thanks, Cop. We'll make sure to put it to good use. What's wrong, Kia? You're spacing out. Oh no, it's nothing. Good luck at work today, everyone. Huh? Während du überlegst, mache ich kurz eine Pause und hole mir noch mal was zu trinken. Würde ich einfach mal sagen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Zeitlich. So, also... Ich bin noch gut drauf. Ich bin auch noch nicht müde oder so. Demnach... Kyodai überlegt noch, ob es hier eine versteckte Mission gab. Und wo die ist. Ob ich das vielleicht heute noch durchziehe. Diese Missionen zu machen. Weil ich möchte endlich weiterkommen. Ich möchte Plot sehen. Ich bin gerade richtig... motiviert weiterzumachen. Deswegen, ich würde sagen, wir machen zuerst das East Crossbill. Ja, zuerst das Monster. Dann machen wir den Kampf gegen die Bracer.
Und dann machen wir das mit dem Musician, weil ich glaube, da geht es um Olivier und das gefällt mir sehr. Und danach machen wir die Hauptquest. Ich möchte weiterkommen heute. Also, ich bin noch nicht müde. Ich weiß noch nicht, wie lange ich heute streame. Was ist die Definition von überwiegend? Mehr als die Hälfte oder wie viel? Ich denke, überwiegend heißt einfach, dass es die Mehrheit ist. Das muss nicht unbedingt mehr als die Hälfte sein, aber mehr als alles andere, was in Frage kommt. Im reichen Viertel ist Lecter. Und da könnte es was geben. Gut, ich mache jetzt gerade eine Pause. Hol mir nochmal was zu trinken. Gehe vielleicht auch nochmal aufs Klo. Und dann sehen wir uns nach der Pause wieder. Ist nur eine Szene, okay. Aber das machen wir auf jeden Fall. Ich will ja nichts verpassen. So. Vorher, was mir gerade auffällt, ich habe noch gar nicht gespeichert. Könnte ich ja jetzt einfach gerade mal machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bei was auch immer. Du kannst ja weiter noch schreiben, was da noch so ist. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Wo ist die Szene für Pause?
So, da bin ich wieder. Let's go. So, es gab noch ein Event mit Dudley. Okay. Dann machen wir erst diese ganzen Sachen. Passiert eigentlich noch was, wenn wir jetzt zu diesem Tower hingehen? So, hier ist irgendwas mit Dudley. Oder Daduri. Detective Bennings! What are all you doing here? Has something happened? Not that we've seen so far, no. Good, don't let that lull you into letting your guard down, however. I'm sure you've already sensed it. The entire city is in a state of commotion over the visiting dignitaries. It would be easier for any irregularities to blend in with the bustle and escape your notice. Don't let that happen. Duly noted, Detective. Car! We'll keep our heads on a swivel and all that jazz. Was auch immer das heißt. By the way, do you plan to stay here for a while, Detective Dudley? Most likely. If I can help it, I'll remain on standby at HQ until it's time for the dignitaries to attend their Ark and Seal performance. Dudley könnte immer noch der Vater von Markias sein. Vom Aussehen her ja. Aber wir wissen ja schon, wer der Vater von Markias ist. Meinst du, der hat so ein Doppelleben führt, der einmal als Dudley und einmal als... Was war nochmal die genaue Bezeichnung? War es Governor? Als Governor Karl Regnitz. Heard. We'll be on the lookout. Okay, das war alles. Wir könnten, genau, wir könnten einmal gucken. Oh, Noe! I've got a question. You all were part of the security for the unveiling ceremony, right? How'd it go? Was it a waste of, was it a lot of fun? Was it a waste of time? It was actually, Car! Especially getting to see Princess Claudia of Libel and Senior Captain Schwartz up close. You saw Julia Schwartz up close? Oh man, I'm so jealous, Nui. Oh man. I'm sorry, friend. I'll do something to make it up to you, promise. Car? I guess we can jot friend down as another member of the Senior Captain's fan club. Damn, what the hell? That lady's practically making man obsolete. Am Bahnhof dürfte es eine neue Farbe geben. Okay. I can't believe you got to see Princess Claudia and Senior Captain Schwartz. And from up close too. I'm so jealous of you, Nui. Ah, hier Combat Notebook. Notebook, schon normal. It looks to me like you've been hard at work filling out your combat notebook. I'd like to record your information into our database. Mind if I see for a minute? With pleasure. Das gab's ja auch noch. Thank you very much. Here's your notebook back. And please accept this as compensation for your hard work. Don't forget to stop by once you've collected more monster data, okay? Thanks, we will. Of course, we'll keep you updated. Gibt's hier was Neues? Haben wir das schon mal gelesen? Und da fehlen immer noch ein paar Zeilen, okay. So, Bahnhof, neue... Also ich wollte den Tower noch angucken. Da können wir hin, wie es aussieht.
Da sind auch die Kinders. Didn't take long for this place to get crowded. Look, even Ryu and Anri came here to play. They must have opened the plaza to visitors right after the ceremony. Once the dignitaries had left, that is. I'm sure Uncle Dieter insisted that the people get a chance to enjoy it too. That does sound like something Mayor Kreuz would do. I see they also have officers from the CPD stationed in the area. Car! Well, the entire city is a buzz right now. You never know when things might get a bit too lively. I'm sure they put them here as a little extra precaution. Yeah, plus the tower itself still seems to be closed, so they're probably around to keep people out. With that in mind, we should hold off on trying to get in there ourselves from now. Komm, wir versuchen jetzt einfach mal alleine da reinzugehen. It doesn't look like the inside of the tower is open to the general public yet. Aber wir sind doch nicht die general public, wir sind die Polizei. We should probably hold off on trying to get... Okay, schade. At long last, the public is able to experience Orcus Tower in all of its splendor, außer dass ihr nicht rein könnt. The way its peak kisses the sky itself, that beautiful blue and white facade, its colors reminiscent of Crossbill's emblem. Why, I couldn't be more proud. Thank Adios I took that contract as exterior designer. Du hast das entworfen und deswegen geht dir so einer ab. Wie selbstverliebt kann man eigentlich sein? That's about all I can do. I mean, just look at it. I honestly don't know what to say. I'm just awestruck, I guess. That's the best way to describe it. Oh, that's as much as I can do. Why isn't your penis as big as this building? Trying to look up at the tippy top of Orcus Tower kinda hurts my neck. I can almost see it though. Can you believe we're allowed to be here so soon after the unveiling ceremony? I must say it was big of Mayor Kreuz to give the okay on opening the plaza to visitors right out of the gate. Du bist ein Fotograf, ne? I've been waiting, der hat doch hier vorhin fotografiert, oder nicht? I've been waiting so long for the day Orcus Tower would finally be completed. And it wouldn't have happened if Mayor Kreuz hadn't been so generous or willing to fund public projects with IBC Capital. He is different than the typical Diet member who's just looking out for his own pockets. Officer König and I were assigned to Orcus Tower as part of its security personnel. We'll be stationed here not just during the conference, but for the foreseeable future too. So if you ever need help, you know who to call. Ghostbusters. Use the special support section, yes? I represent the security division. We're in charge of safety measures at Orcus Tower. All of us are officers of the law here, so I trust we'll have each other's backs if the need arises. So, was haben die Kinder hier zu sagen? Das sind ja die wichtigsten. Oh, hey, der Sinn. Der ist auch da. Du guckst aber gerade in die andere Richtung. If it isn't my tour guides from yesterday. Good afternoon, my dearest Ellie. Hello, Zin. Are you playing with Ryu, Anri, and Momo today? I'm gracing them with my presence, yes. They wouldn't take no for an answer, so I allowed them to tag along. Man, what are you talking about? We invited you to join us, and that was just cause we felt sorry about how lonely you looked when Kia and Shizuku left. Who said that I was lonely? Stop making things up. Well, it's not like I'm lying. Back me up, Momo. He looked like he was about to start crying, right? Well, sorta. Ryu, stop picking on Zin.
Looks like they became friends pretty quickly at least. So. Wo kann man noch hingehen, wo was passieren könnte? In der Town Hall! Passiert gar nichts. So. Vielleicht passiert ja hier in der Bracer-Gilde was. Nix. Du meintest, am Bahnhof gibt es noch eine Farbe, ne? Wann war ich das letzte Mal am Bahnhof? In der Seitengasse bei Neues. Bei Nö Blanc meinst du? Da stand, glaube ich, kein S drin. War hier nicht der Bahnhof? Wo war denn nochmal der Bahnhof? Ich verstehe nur Bahnhof. Bei Neue Blanc ist was. Oder da könnte was sein. Warte mal. Man konnte doch auch hier schnell reisen, ne? Station Street. So kommt man zum Bahnhof. This morning was something else, let me tell you. All those George's limousines coming and going. These dignitaries sure do know how to ride in style. Ist das Reen? I heard there's a trade conference happening in Crossbow right now, aber der kann ja gar nicht hier sein, storymäßig. Maybe we should go visit that Orcus Tower place. It's all anybody's been talking about. Man in black. Hey Lloyd, that guy there's given off some real intense vibes. Don't tell me he's our client. Für was? Excuse me, sir, we're with the special support section. Ach, das ist Müller. I've been waiting for you, thank you for coming. Der wollte uns am Bahnhof treffen? My name is Müller. I work as a talent manager for Erebonia's music industry. Ja, genau. A pleasure to make your acquaintances. Talent manager, he doesn't look the part at all. If anything, he feels more like a bodyguard. Car! I get the sense that I've heard of him somewhere before. Is something wrong? No, not at all. If it's alright with you, would you mind giving us the specifics of your request? You mentioned something about a missing musician, as I recall. I take it that means you're their manager? That's correct. We traveled to Crossbell as part of his concert tour. Klar. However, the moment I took my eyes off him, he went missing. That puts me in a tight spot. I've little to go on in a city I'm not familiar with. I could see that's posing some difficulty. Crossbow City is larger than most. Yes, though I'm sure that won't be the only hurdle to contend with. In any case, could I ask you all to begin the search immediately? Noch nicht jetzt. Sorry, Müller, but we can't. We've actually got our hands full right now. Oh well, that's a shame. I'd appreciate if you came back, assuming your schedule clears up. We don't have much time to spare today either. I could use whatever help I can get. Ja, ich komme später nochmal wieder. Ich suche jetzt erstmal nach der Farbe, die du meintest. I came here from Altair, a port city on the western border of Calvert. It may just be one stop away, but it's still shocking to see how much Crossbow has changed in person. Calvert's been modernizing too, but it feels practically rural compared to Crossbow. Wo ist die Farbe? Quattro is das. How long has it been since I last saw His Excellency and Prince Oliver, I wonder? It's an incredible honor for a humble imperial soldier like myself to get the chance to greet such high-ranking government officials.
Wo ist denn hier die Farbe? Where is the farb? Wie man im Englischen so schön sagt. Hier, da liegt sie doch. Magazine enthält Car Special Edition. Shiny Paintwork. Das ist ein Pattern. So. Dann hattest du gesagt, wir können in der Seitengasse mal gucken. So. Back Alley. Hat die hier eigentlich was? Die Oma? Klick, klick, klack, klack. Well, well, isn't this interesting? People on the Orbital net just can't stop chittering and chattering about Oki's Tower. I can't wait to see how many tourists it's going to bring to town. A little economic boost is never a bad thing. I should try to get my hands on a piece of real estate with an excellent view of the tower while I still can. Okay, ich dachte, die hätte vielleicht was zu sagen und hätte uns auf eine creepy Mission geschickt. The First Division is keeping Crimson and Co. under surveillance right now. Let's leave them to their jobs and focus on ours instead. Okay, da ist nix. Sounds like some fancy schmancy VIPs from abroad are in Crossbow right now. What a guy gotta do to get some walking publicity like them in his club. Now that would pull in some customers. Können wir eigentlich irgendwo wieder die aus Calvert finden mit ihrem Auto? Also wir müssten eigentlich nur nach dem Auto Ausschau halten, weil das steht ja immer direkt vor dem Gebäude, wo die sind. Falls die überhaupt in dieser Stadt gerade sind. Vielleicht sind sie ja auch woanders. Okay, dann Kilika ist im Restaurant am Hauptplatz. Hier. Wahrscheinlich oben. Oder auch nicht, sie ist gar nicht da. Die coolen Jungs waren irgendwo. Hatten wir sie so genannt, die coolen Jungs? Also ich sehe Kilika hier gerade gar nicht. Oder ist sie im Long Lao? Ist sie hier in dem Restaurant? Hier ist auf jeden Fall unsere Reporterfreundin. Oh, hey there, SSS. Ist das hier eine Secret Mission? You guys here for lunch? And hey, what do you all think of the unveiling ceremony? Amazing, huh? I won't be forgetting it anytime soon. Being in the presence of the dignitaries was overwhelming, to say the least. No kidding, right? Especially that Blood and Iron Chancellor. He's the real deal. This was my first time seeing him up close and personal. It made me realize just how intimidating he really is. Oh yeah, that reminds me, there was this guy right beside the Chancellor, sort of looked like his secretary. Wasn't he that Lecter kid you were hunting down a while back? The one I mentioned seeing here? Well, cat got your tongue? Hey, I get it. But, you know, that actually reminds me of something else. Huh? What would that be? Car? Last year around springtime, the Blood and Iron Chancellor and former Speaker Hartman held a little informal meeting behind closed doors. But you guys already know all about it, don't you? Pretty much, yeah. It's common knowledge within a certain intelligence channels. Sure, but that wasn't the case at the time. Neither the Crossbellian nor Erebonian media reported on it.
And naturally, the CPD didn't manage to get their mitts on that info at all. What's more, despite being so important, he hardly had any guards assigned to him. It's almost as if he casually dropped in for a quick stroll around Crossbar. I guess that's how they managed to keep the whole thing on the down low. Sounds scandalous. Yeah, if I didn't know any better, I'd call it a load of bull. Exactly, and what really ticked me off, is that all of it happened right under my nose. You can bet I looked into it after the fact, gathering dirt from every nook and cranny. Doing so netted me a list of possible suspects involved in setting up that secret rendezvous. One of them stands out in particular now, a young man named Lecterrorundle. We do already know he was with the Chancellor during that meeting. Yes, though I'm surprised to learn that he was responsible for arranging it. His diplomatic skills are out of this world. Car! Right, a mere secretary wouldn't be able to pull off something like that. That is, unless he's also a member of the Imperial Army's famed intelligence division, right? Yeah, what if? Leave it to Grace to figure out all of that on her own. Man, I sure hope she never goes digging into my love life. Haha, looks like I hit the bullseye. Still, I can't believe the bozo I met with you guys was that Lecter. Anyway, you guys probably have loads of work to do, so I won't keep you any longer. Now I know that there's a lot more to that Lecter fella that meets the eye. You guys had better watch yourself around him. We know, we'll be careful. It was nice speaking with you, Grace. Wenn du meinst. Okay, hier ist Kilika aber auch nicht. Und dann war das was anderes. Und du hattest gesagt... Dudley... Hattest du sonst noch was gesagt? Nö. Dudley hatten wir schon. Lecter ist im reichen Viertel, hattest du noch gesagt. Also der Entertainment District. Nee. Stimmt, das war der Residential District. The door is locked. Ah, hier haben die Typen doch auch gewohnt, die coolen Jungs, oder? Ach, hier sind Lecters Frau und Kind. Weil die alle die gleiche Haarfarbe haben. Daran erkennt man, mit wem man verheiratet ist. Weil so funktioniert Verwandtschaft. So. Nee. Nee, hier will ich nicht hin. Das war Mutter und Bruder von Ren. Stimmt, das ist die Hayworth Residence. Oh Gott, ich habe sie gerade nicht erkannt. Aber hier ist auch noch was fürs Auto. Ach, das habe ich schon mal eingesammelt. Der war unten beim Wasser. Ja, ich möchte aber gerade noch mal gucken. This is the home of the genau, leader of the Diet Republican faction. There's no reason to... Ja. Hier steht das Auto. Waren hier die coolen Jungs? Ja, hier sind die coolen Jungs. That Fleabag's only got itself to blame for storming our castle uninvited. I'd say it got what it deserved. Über wen redet ihr? Haha, that was hilarious. All we did was hassle it a little and scampered away. Who said bullying the weak wasn't fun? Die meisten Leute, die gebullied wurden. Haha, we deserved a standing ovation for that one. I was actually starting to feel kinda bad for the little thing. Über wen redet ihr?
Wo auch noch was sein könnte, ist Arkansas. The door is locked. Hier ist leckt aber auch nicht. Ich guck gerade nochmal beim Arkansas, ob die mit uns reden wollen hier. Oh, right. All the conference attendees will be visiting the theater today. We'd only be in the way, so let's visit another time. Okay. Yeah, that's probably for the best. Gut, dann, denke ich mal, machen wir jetzt die Quests, ne? Das war ja alles, was wir machen können. Wir fangen an mit dem Monster. Das ist East Crossbill Highway Monster. Warte mal, wir können doch auch da eine Schnellreise hinmachen, ne? So. Und jetzt suchen wir uns hier dieses Monster. Haben wir hier eigentlich die Kisten schon aufgemacht? Waren wir hier schon mal? Ich glaube, ne? Ja, wir waren schon mal. Wir haben hier Kisten schon mal. Ich muss trotzdem überall gucken, wo genau das Monster ist. Könnte ja auch hier irgendwo versteckt sein. King Potato. Monster, wo bist du? Da ist es. Das ist es. Exterminate. Erstmal Leave Alone, warte. Ich möchte vorher speichern, nicht, dass wir da jetzt in eine ausweglose Situation kommen. Das stackt sich ja, ne? Und du machst... Konntest du? La Forte, genau. Und du machst hier Electromagnetic Net. Das konnte doch Move Down, genau. Autsch. Erstmal ein bisschen buffen. So, erstmal alle heilen.
Gefällt mir nicht, dass alle gefaintet sind. Deswegen machen wir gerade Rekuria. Dann dürften jetzt die ganzen negativen Statusveränderungen aufgehoben sein. Delay. Uff. Genau, Heimal Lloyd, der ist der wichtigste. Alle anderen sind gerade noch gar nicht so gefährdet vom Sterben. Die sind gerade einfach alle betäubt. Und wieso steht Noel da rum und macht gar nichts mehr? Du musst bestimmt NPC reden, okay. Sehr schön, die Gegner schlafen. Warum? Mach das einfach nochmal. Das war gut. Oder warte mal, du machst jetzt erstmal Item. Terrorbaum auf dich selbst, bevor du stirbst. Wann kommt Wazy eigentlich mal und macht sein Support-Character-Ding? Lloyd ist gleich down. Okay, deine Lebenspunkte sind schon, deine Dingspunkte sind leer. Oh mein Gott, Wazy hat was gemacht. Rahmenstandtyp. Und wo die Windräder sind. So, gleich habe ich den Kampf... Nein! Ich wollte sagen, gleich habe ich den Kampf ja gewonnen. Okay, ich habe den Kampf gewonnen. Die sind beide eingefroren.
meine versteinert. Der ist so stark, deswegen ist er seltener. Craftbook. What do you know? Another craftbook. Looks like our 2 CGF alumni are a perfect fit for this time around. Well, hot damn, ready to show everybody what we've got, Noel? They won't know what hit 'em! Car! Strength plus und Sofortanzug. Ah, okay. So, Howling Raid. So, aber ich habe es geschafft, deswegen kann ich jetzt speichern. Und jetzt kann ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Denn das habe ich jetzt geschafft. Ich kann mich heilen gehen gerade kurz einmal. So. Und Windmühlen waren in der East Street, ne? Das war hier unten. Ist die Reihenfolge egal, oder? Handicrafts, huh? I'm actually pretty good with my hands. Maybe this could be a good fit. You think Kronk here would be willing to hire me though? Man, Orcus Tower sure sticks out, huh? It gets my craftsman's blood flowing. I think I'm gonna try building a model of it. I already made a model of the old City Hall back during the anniversary festival. Might as well keep the trend going. So, der war das. Jetzt haben wir mit dem geredet. Das klang jetzt nicht unbedingt wie so ein... Wie was das irgendwas triggert. Der Rahmenstand war der nicht wollte, dass jemand seine Noodles anfasst, ne? This red-headed man in a gaudy suit tried my noodles just now. Then the little punk said he wanted the secret recipe for my broth, so he jumped right into the back of the cart. Had to smack him with my soup ladle to get him to leave. The nerve of that guy. Gute Nacht, Julie. A red-headed man in a gaudy suit? Sounds like someone we know. Acts like him too, apparently. Do you know where he went by chance? Well, he said he was going to find some dessert and then made his way toward the entertainment district. The entertainment district, got it. We don't know it's him for sure, but honestly, who else could it be? Kuna muss der NPC heißen, okay. Dann war das nicht er. These spinny toys are super fun. Spinny, spinny, spin. Wow, my Ling, your eyes are swirling. Spinny, spinny, oof, I'm getting dizzy. Der da? Der Kota? Ist der das? The unveiling of Orcus Tower has the city at all fever pitch today. I smell sales on the horizon. I don't really usually go to the department store, but it might be worth checking out right now. Using acerbic tomatic in a dish can help add a greater depth of flavor. Wouldn't recommend putting it in something like a salad though. Acerbic tomatoes in their own are terribly bitter. I can't say I'm much of a fan. I'm an air conditioner. Dins, okay, nee, das ist auch nicht er. Nein, nicht nochmal.
Gillette. Now that das ist Gillette. Now that mom is boycotting the housework, it's fallen on the man of the family to pick up the slack. Me, I'm in charge of the meals, but what should I buy? Border security has gone pretty strict. Okay, eigentlich will ich nur den einen. Ist er das? Detective Goddess. Ah. Kuna ist am Hafen, der ist gar nicht hier. Okay. Michi. Hiya, everybody! Mihihi! I hope you're ready to have fun today! Michis dance show will begin shortly. Eine blonde Frau, die rumläuft, okay. You can all dance alongside Michi in the today's special event, so feel free to participate. Eine blonde Frau, die hier rumläuft. Die da? I saw an Eastern woman walking towards East Street earlier. She had long, flowing black hair and was rocking a snazzy white pantsuit. A real looker, if you ask me. An Eastern woman with long black hair? Excuse me, ma'am, do you happen to know which way she went? Toward East Street, I think? East Street, got it. We can't be certain it was Kilika, but this is still a lead worth following up on. Jetzt muss ich hier mit dem reden wahrscheinlich, ne? There was a beautiful Eastern woman shopping here just moments ago. Those cold, almond-shaped eyes of hers really pierced me to my core. Do you know which way she went? Sure, after making some purchases, she went off towards Central Square. Hey Lloyd, think it's you-know-who? Yeah, we should look into it. Good. Ich glaube, an der Stelle jetzt, bevor die Läden alle zumachen, bestelle ich mir gerade noch mal was zu essen. Ist Tahu eigentlich noch da? Von dem habe ich länger nichts mehr gehört. Haben sich schon alle verabschiedet, außer Kyodai? So, zack. Um die Uhrzeit nehmen die noch Bestellungen auf? Ja, manche nehmen noch bis nach Mitternacht Bestellungen auf. So, es haben gerade noch 12 Restaurants geöffnet, bei denen ich bestellen kann. Also, theoretisch, Pizza geht immer, ne? Also manche Läden hier haben halt bis 2 Uhr morgens oder so noch auf. So. Ah, Charlene ist noch da, ein bisschen im Lurken, okay. Ja, ich wohne halt schon in einer Großstadt auch irgendwo. Da ist das ein bisschen einfacher. Ich will eigentlich was voll Einfaches haben. Sowas wie eine Margarita mit Tomaten oder sowas.
Ich habe hier die Auswahl zwischen Medium und Normal. Was ist das denn für eine Auswahl? So. Das klingt gut. So eine Pizza einfach mit Gemüse drauf. Brokkoli, frische Tomaten, frische Paprika. Das klingt doch gut. So. Zack. Und dazu bestelle ich mir noch was zu trinken. Glaube ich. So. Alkoholfreie Getränke. So. Bezahlen. Bestellen und bezahlen. Perfekt. Dann gehen wir jetzt Kilika suchen. Die ja jetzt hier sein sollte, ne? Irgendwo. Wahrscheinlich ist sie oben. Da ist sie. Well, would you look who it is? Long time no see, Kilika. Oh, now isn't this a surprise? Good day, everyone. Fancy seeing you here. It's no accident we crossed paths, actually. Our investigation is what led us to you. We haven't spoken since the Schwarze Auktion, but I'm sure things have been busy for you as division chief of the Rocksmith agency, that is. Yes. The last time we met, it was under different circumstances. Allow me to reintroduce myself then. Kilika Ruran, age to the President of the Calvert Republic, at your service. I have other responsibilities and titles, of course, but they're nothing worth mentioning. Would that include being an entertainment producer, like you mentioned before? It would, quite legitimately, in fact. It's just one of the many hats I don. There is, for that matter, a production company office back in the Republic as well. I see, in other words, there are no holes to poke in your story. She's a woman with a mask for every situation. Warum redet ihr so? She's a woman with a mask for every situation. And like any self-respecting spy, she knows how to use them. Hey, I like a little mystique. What I wouldn't give to roleplay with her for just one night. Randy. That's one of those comments best kept to yourself, Randy. Car. Speaking of which, what kind of business does a presidential aide like yourself have at a place like this? I could have sworn President Rocksmith was touring the IBC building for the day. And he is. As it so happens, the president sent me out on a little errand. I've been shopping undercover for him, but I decided to take a break for a nice casual lunch. A lunch, not a luncheon. An errand? What for? Car! Why this? Kilika took out a pinwheel and blew on it. The blades began to spin around and around. A pinwheel? Car? A stall caught his eye when we passed by our limousine. According to him, having one on hand would help him relax before the conference starts in earnest tomorrow.
Das macht ihn jetzt nur noch mehr zu so einem Typen, der vor so einem Freizeitpark stehen würde. Jetzt mit dem Image noch dazu mit so einer Windmühle in der Hand. Das macht ihn nur noch mehr zu so einem Karnevalstypen. He also requested that I procure some fruits to go with his dinner tonight. Guess you really are running errands. The man is a populist. It figures he'd indulge in common trinkets like this. But surely you wouldn't presume us to be so naive as to believe that's all you're here for. You may speculate as much as you wish. Now then, I've finished my meal, so I'll have to ask you that you excuse me. I wish you luck with your security efforts in during the conference. Yes, good luck to you as well. Hat sie nicht gesagt, sie will zu Ende essen? Jetzt geht sie einfach weg. So. Wo ist der Ausgang? Da. Und dann müssen wir noch zu den Reichen. So, jetzt soll hier der Lektor am Wasser stehen. Irgendwo. Ich sehe ihn nicht. Obwohl, die haben ja gesagt, dass er zum Entertainment District gegangen wäre, oder? Muss ich hier noch mit wem anders reden? Ich würde mal vermuten, dass er hier im Casino war. Ganzes back at it again on the slots. Will he ever learn his lesson? Ja gut, du hast aber nichts zu reden über den Lecterra-Rundle. Was hat er denn nochmal gesagt, wo der hingegangen wäre? Ach, bei einer Eisverkäuferin war er. Hier. Some cheery red-headed gentleman asked me to make him a cone with 10 scoops of ice cream. Talk about a tall order, am I right? The guy managed to finish the entire thing in one go, too. He was a zany one, alright? Definitely not what you'd expect from someone dressed up like some fancy pants noble. That sounds like Lecter, alright. Car? Excuse me, do you happen to know which way he went? Sure do. Poor fella got a massive bout of brain freeze and plodded over toward the residential district. Als ob das nicht zu erwarten war mit dem Brain Freeze. Clutching his head all the way. Alright, let's tail him. So, jetzt zum Residential District. Jetzt ist er hier unten und kotzt ins Wasser oder so. Da ist er. Ah, there it is. I guess there really are different species of fish here now. Er ist wieder am Angeln. Man, I'm seriously kicking myself for not bringing my fishing rod. What are you doing here, Lecter? Hey, look at that. I managed to reel in a nice catch anyway. No hook needed. 5 big ones with 4 limbs each. Pretty good haul, I'd say. What? Car? Playboy is trying to say that we took the bait, hook, line, and sinker.
Bullseye, see? This guy gets me. I'm not in the mood for this today. We can't let him steer the conversation. As much as I'd love to talk about fishing, I believe I asked you a question, Lecter. What do you think you're doing here? You're a part of the reason why the Red Constellation came to Crossbow. Haha, someone sure isn't beating around the bush today, are they? Cutting straight to the point is the best way of dealing with a slippery snake like yourself. Takes one to know one, but alright, I see how it is. Use your eyes. Can't you see I came here to take it easy? As awesome as I am, being that old man's guard dog does get pretty exhausting. Old man? Do you mean Chancellor Osborne? We've been wondering around your relation to him. Are you really one of his closest confidants? Search me. I don't remember that word ever leaving my mouth. Anyway, break time is almost over. It's about time I head back to the old man. See ya later, guys. Tell all your CPD buddies I said hi, yeah? What? Car? Und sie lassen ihn noch einfach weggehen, ohne richtige Antworten. He totally dodged the question. Guy's too smooth for his own good. Lecter and Kilika, two foreign spies. One for Erebonia, the other for Calvert. Both operating within Crossbow City at the same time. What do the rest of you think? It's definitely suspicious, Car. We should keep tabs on them, maybe. That sounds easier said than done. I get the impression they both knew we were coming. In that case, we're probably better off handing this over to Dudley and the 1st Division. They might be able to figure something out after cross-checking with their own intel. Yeah, good point, Car! Cool, let's swing by the department and hit him up then. Jetzt kommt auch erst ein Event mit Dudley. Vorher war ja gar nicht wirklich was, weswegen wir mit ihm reden sollten. Special Support Section. Did you need something? In a way, yes. We have a report to make to the 1st Division. Lloyd informed the detectives that the SSS had encountered Kilika and Lecter in the city. I see. So key figures from both the Imperial Intelligence Division and the Rocksmith Agency are in the city. This may be a cause for concern. Detective Dudley, would you mind if I asked what you make of it? How should we interpret two major spies from the major powers appearing on the eye of the trade conference? It certainly seems to be more than mere happenstance. Especially when they claim they're just running errands or have a breather. You can understand why we would be skeptical of that, Car? Mind games. They clearly have their reasons for being here. But if anyone should be able to suss them out, it's the SSS. You were the ones who spoke with them directly. Yeah, you might be onto something there. So, Bennings, allow me to ask you a question of my own this time. Why do you suspect they've appeared in the city? Surely you ascertained something based on your conversations or the locations they visited. Tell me what you have, even if it's nothing more than conjecture. Well, if you insist. Wo waren die denn genau? Wir hatten vorhin ja schon mit der Reporterin darüber geredet, dass ja schon Secret Meetings damals stattgefunden haben. Und das könnte dieses Private Meeting sein. Ich will jetzt aber auch nichts Falsches sagen.
Weißt du noch, was da richtig war? Also ich würde Rest and Relaxation ausschließen. Ist richtig, okay. It's possible they were looking for an opportunity to arrange a private meeting. A private meeting? What makes you think that, Bennings? Our first eyewitnesses report on each of them both came from the Harbor District. Granted, this was before we started pursuing one or the other, but it's hard to shrug it off as a coincidence. That's a good point. Thinking back, President Rocksmith has had a tour of the IBC plant since yesterday. That would provide a convenient opportunity to meet in secret at the Harbor District. Not to mention, they could use the Mishi event going on at the park right now as a diversion. Car! And it would all take place while both were undercover, with Arundel taking it easy and Ruron shopping for President Rocksmith. It certainly is plausible. Okay, it's a nice theory, but what would those two even have to chat about? Ich weiß nicht. Zwei wichtige Schlüsselfiguren in zwei verfeindeten Ländern. Worüber könnten die nur reden? Ich sehe überhaupt keinen Gesprächsbedarf. Shouldn't the Empire and the Republic be on opposite sides? Als ob man mit seinen Feinden nicht reden kann. It's not entirely out of the question. The cult incident led to the ousting of longtime Diet members from the Imperial and Republican factions, diminishing the major powers' sway over Crossbell. And now, with our new mayor and speaker on good terms, the state government has gradually become more influential on an international level. Erebonia and Calvert can't be pleased with that. It's doubtful that they would allow it to continue. I hadn't thought that far ahead. Makes sense. If there's one common interest between the major powers, it's keeping the little guy down. Aber wir wissen ja schon, dass genau das nicht passiert. Wir wissen ja aus Trails in the Sky schon, dass Crossbill unabhängig werden möchte. Jetzt... Warum ist jetzt das Bild wieder so, dass ich nicht mehr in der Mitte bin? Well, we have no means of confirming as much. It appears all but certain that something is brewing behind the scenes. That's all we can say for now. The first division will keep tabs on Lecter Arundel and Kilika Ruron, and Lecterra Arundel. Thank you for your report, SSS. Glad to be of help. I truly hope that tomorrow's conference ends peacefully. As do I, but as members of the Force, all we can do for the moment is our sworn duty. If anything else happens, come and report it to me directly. Thanks, Dudley. We'll remember that. Okay. Ich denke, dass wir dann jetzt, wir haben das Monster ja schon gemacht, dann machen wir jetzt das mit den Bracern. Dieses Bracing for irgendwas. Die sind Ashtree in America Village. Da können wir mit dem Bus hinfahren. Machen wir es doch. Nee, warte. East America war East Street, ne? War hier. Ja. War das das Hotel? Nee. Das Hotel ist daneben. Nee, das ist nicht das Hotel. Das ist irgendein Kacke-Silo. Was
das Hotel? Nee. Hier ist das Hotel, okay. Ich glaube, das hier sind sie, ne? There you guys are. Theo, my sweet angel. Wait, is she still not back yet? Nein, leider nicht. Eine Kontenattacke, oh Gott. Well, there goes my motivation. Ich hätte speichern sollen, oder? Sorry to disappoint. Don't be. The guild should be issuing a formal apology for her on nearly daily basis. I can forgive her, especially when you're looking as smoking as ever, Iolia. Why not take this chance to hop off the Theo Todd train and onto the Orlando Express? I'll pass. Ich würde auch eher auf den Theo-Zug aufspringen. Auch wenn das etwas falsch klingt. Next stop, Singlesville. Randy! Car! Guess that's the end of the line. Please, Randy, give it up already. Our apologies, Lynn. Could you tell us about your request? Sure, it's pretty simple. All we ask is that you join us for a training session. In other words, let's have a scrimmage. A scrimmage? You mean you want the SSS to fight against you guys? Why make a request like that now of all times? Well, because it wouldn't have been a fair match until now. I guess you're not wrong. Must you put it so bluntly, though? Don't take it too harshly. At least this means we recognize how far you've come. In fact, that's exactly what you want to see. Why we want to see what you can dish out for ourselves. My downtime just happens to overlap with Lynn's right now, so if we're going to do this, it needs to be soon. Though it's a shame we couldn't have Scott and Wenzel join in too. If those two were here, this fight would be even more daunting than it already is. Still, you've got a point. Opportunities like this don't come around every day. Hell yeah, I'm always down to get hot and heavy with a more experienced partner. That's what he said. Are you now? I never would have pegged the son of the war god as preferring the low ground. Gucke gerade mal, ob irgendwas sich an der Bestellung geändert hat. Nicht, dass da irgendwas storniert wurde oder so. Ich hasse es, wenn das passiert. Aber in 30 Minuten soll sie ankommen. Okay. Low ground? I don't get... Car! Oh, car! Wazy, would you please stop tainting Noel's innocent mind? Your new members are a riot. Funny and, from the looks of it, quite skilled too. If you say so, I don't think I'm anything particularly special, Car. I am. Do your worst. Ist special. Oh yeah? Does that mean you accept? What's the call, leader? You're on. If it's a fight you want, then that's what you'll get. Where would we be doing this? We were thinking an open space that's out of the way. How does the clearing by the entrance sound? We already checked with the village chief and got the okay. I'm itching to get started right now, if you're up for it. Are you all stocked up and geared out? We can wait a bit if you need some time. Let's see. Give us some time to prepare. I need some moment to prepare. Would you go ahead? If you've got other pressing business to take care of first, that's cool too. We're only doing this to take advantage of some free time anyway. Don't worry about us. We'll be here whenever you're ready. Thanks, you two. So. Jetzt wird erstmal gespeichert. Und dann machen wir das. Yep, all set to go. What do you say we take this outside?
By which I mean, consider your challenge officially accepted. Now you're speaking my language. May the best team win. Wie sie alle gekommen sind, um dazu zu gucken. Wow, we've drawn quite a crowd. Looks like the word got around about a little match. No way the Bracers lose. They're gonna wipe the floor with those cops. Wipe the floor? Why would they mop outside? It would get all muddy. Sie hat's nicht verstanden. Polly ist auch fast Polly, ne? Polly war auch die Dumme, die gesagt hat, the white man was the white man. Charlene, gute Nacht. He means that the police don't stand a chance. I'm not so sure that's true, though. I think the SSS is pretty strong, too. Boy, howdy, I'm getting fired up. Who do you reckon's gonna win, Chief? That's a tough call. Both groups have been a great help to us in the past. Even Chief Tolter is here. Well, actually, he was the only one we told about the match in the first place. Word always gets around in a small community like this one way or another. What do you expect? That's over half the town right here. It's starting to make me a little nervous. Car? Nothing wrong with having an audience every once in a while. Alright, let's get this show on the road. First, we need to figure out how we want to do this. This many people give us a lot of options to choose from. That said, I think an old-fashioned 2-on-2 fight would be best. You read my mind. Does that sound alright to you guys? I don't have a problem with it. It's your request after all. Can we pick who you'll be fighting? Sure thing. Just as long as you're one of them, Lloyd. Huh? Why me? Come on, don't act so surprised. We're not only here to test your physical strength. We want to see how unified the SSS is with you at the helm. That's right, there's no point if the leader doesn't participate. I guess that makes sense. Man, what the hell? I can't even leave the station where this guy's freight hopping into the hearts of every damn girl he sees. Yeah, Randy. So, this is the little brother charm in action. I could take notes for my hosting job. I'm going to do us all a favor and pretend I didn't hear any of that. Anyway, those conditions sound perfectly fine to me. In that case, who would you like to partner up with, Lloyd? Let's see. Mit Noelle, weil sie ist, glaube ich, die stärkste aus meiner Gruppe. Und sie kann diese tolle Einschlaf-Kanone. Think you could give me an assist, Noelle? Reporting for duty, Car! Let's see them stay on their feet after we bust out our combination craft. Car! Die hatten eine. We have our matchup. Alright, you two. Ready your weapons. Here we go. So. Okay, das würde sogar beide treffen. Die resisten dagegen. Warte mal, du kannst ja einfach deine S-Craft raushauen.
Sehr schön. Alter, macht die viel Schaden. Das macht ihre Stärke runter. Aber die resisten. Okay, die muss als erstes weg, die kann heilen. Macht überhaupt irgendwas auf die Effekte, auf die Move-Down geht? Okay. Eine ist schon mal raus. Das war die Deathblow-Attacke. Es stand nirgendwo in der Beschreibung, dass Lloyd überleben muss. Miss! Du willst mich doch verarschen. Warum kann so eine Attacke überhaupt verfehlen? Das ist die Deathblow-Attacke, oder? Die muss als erstes weg. Überspringen das jetzt alles. Was passiert gerade? Ich mache das Spiel nochmal aus und wieder neu an. Ich wollte den ersten Kampf nicht verlieren. Du musst die Kämpfe schon gewinnen. Ja, das war eigentlich der Plan. Deswegen lade ich auch gerade. Los, let's go. So, und diesmal fange ich direkt mit der S-Craft an. Warte mal, wenn ich nur einen treffe, kann das Tiger Charge 2 wahrscheinlich besser. So, Electromagnetic Net. Ey, wie nervig ist das denn? Ich kann jetzt eigentlich schon aufgeben.
Weil meine Gruppe jetzt schon komplett kaputt ist. Was ist das für eine Scheiß-Kombo? Ja klar, ey, ich hasse dich. Hör auf zu heilen! Ey, diese Attacke ist so scheiße. Das ist so eine Hurensohn-Attacke. Weil, warum muss man denn zweimal... Ich hasse diesen Kampf. Warum muss man danach nochmal gegen die kämpfen? Als ob das nicht schon frustrierend genug ist beim ersten Mal. Ich hab nicht mal mehr Terror-Bombs. Ich kann nicht mal richtig gegenheilen. Wenigstens ist die Fotze tot. Was ist das für ein Scheißkonzept? Ja, wir nehmen dir jetzt die Hälfte deiner Gruppe einfach weg. Did we get them? We did! But I get the feeling that wasn't all they were capable of, Car. I'm surprised you guys are pretty good. Agreed, you had much more synergy than I was expecting. You say that, but it obviously didn't manage to phase you. We held back a little, sure, but not as much as you're thinking. Either way, it was a good fight, all the same. Does that wrap up our training then? Why the hurry? Don't tell us one little scuffle was enough to satisfy you. Would it be bad if I said it did? Come on, no need to be so modest. How about we go all out this time? Us two versus the entire SSS. You want to fight all 5 of us at once? How the hell would that be fair for you? Hey, we didn't call this training for nothing. Ha! Okay. Incredibly, she's radiating energy. It's an Eastern technique known as Qigong. This ain't gonna be fun to deal with. She knows this stuff. Someone knows his stuff. Eiyuu? Right. Erstmal voll geheilt werden. Did you just heal us? Car? Letting us all put our best feet forward, I see. Yep,
This way we can all fight without inhibition. But enough talk. Come on, SSS, rise to the challenge. Guess we can't say no. Lloyd, who should fall back and support the other four? Wazy. Wazy, give us support. Gladly. Here we come! Warum ist das? Warum ist es eine Attacke, die Reichweite hat? Wo ist dieser Wake-Up-Dings? Ich mache einfach das. Du musst auch einen Kuria-Baum nehmen. Gut, Strength down. Move down, sehr schön. Warte, ich werde angerufen. Hallo? Ja. Mein Essen ist da. Ich weiß nicht, warum die es nicht hinkriegen zu klingeln. Warum müssen die nicht anrufen? Ich verstehe das nicht. Was ist so schwierig daran, eine Klingel zu drücken? Und die Pizza ist nicht geschnitten. Ich muss mir ein Messer holen. Achso, die Katzenohren muss ich auch wieder holen. So. Fokusse erstmal die den Deathblow-Angriff kamen.
So war das nicht geplant. So, ich mach das nur, damit er jetzt dran ist und diesen Rush kriegt und nicht sie. Okay, dann wäre er direkt daran. Und das, okay. Machen wir doch das. Gut, es ist noch keiner gestorben. Ich will eigentlich nicht, dass du jetzt sofort... Dann mache ich Terror. Auf Lloyd. Sie resistet gegen Delay. So, jetzt haust du auch gleich hier die Rising Sun drauf. Okay, das hat nichts gebracht. Ich will die loswerden. Mit ihrer scheiß Deathblow-Kacke. Hör doch mal auf zu heilen. Könnt ihr nicht einfach sterben? Ich meinte damit nicht meine Leute. Die sind viel zu stark. Also erstmal musst du dich selber heilen.
stehen doch da gleich nicht mehr. Du heilst dich jetzt gerade mal selber. Heil dich selbst. Oh nein! Oh, sie hat Deathblow Resist. Oh, gut, dass ich das gemacht habe. Treffe ich ja Randy. Oh, hör auf, ständig zu heilen, das ist ja so mega nervig. Ey, ist nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein fucking Ernst! Ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Bin nur noch damit beschäftigt, mich zu heilen. Ja, das ist Ey, die beiden haben es gerade im Alleingang geschafft, dass ich Bracer hasse.
Nur Scheiß, wenn ich jetzt verliere, versuche ich es auch nicht nochmal. Ich habe mich gerade voll erschreckt, weil der Controller jedes Mal vibriert dabei. Ja, geil. Triff einfach nicht. So, den Critical nehme ich jetzt mit. Bringt nur nichts. Jetzt sollte ich doch erst die Heilerin fokussieren. Warte mal, du nimmst wieder die Peak-Chart, weil du... Eigentlich ist es gerade richtig gut, dass die da in der Ecke steht. Ja, gut gemacht. Gut, Randy. Du bist toll. Ich mache 0 Fortschritt. Mann, das macht ja so viel Spaß. Macht es nicht unglaublich viel Spaß, gegen Gegner mit viel zu starker Heilkraft zu kämpfen, die zusätzlich dauerhaft One-Hit-Kill attacken können. Mann, ist das ein toller Kampf! Applaus für denjenigen, der sich den ausgedacht hat! Ich gebe auf, mir ist es scheißegal, ob ich den Kampf gewinne.
Ich habe auch keinen Bock mehr darauf, irgendwie das noch ein zweites Mal zu machen. Wenn ich jetzt verliere, ist es egal. Es gibt nichts, was es ansatzweise wert sein könnte, diesen Scheiß durchzumachen. Nichts! Selbst wenn ich dafür die stärkste Waffe oder das stärkste überhaupt im ganzen Spiel dafür kriegen würde. Es ist einfach nur frustrierend, dass die Gegner jedes Mal mit jedem Zug, den sie dran sind, jeglichen Fortschritt, den ich gemacht habe, sofort wieder rückgängig machen. Die brauchen nur einmal dran sein. Natürlich stört mich das. Ey, sie heilt nicht. Das ist ein Wunder. Endlich verfehlen auch mal die Gegner. Ich dachte schon, das Spiel hat ein persönliches Problem mit mir. Ja. Die Fotze stirbt jetzt. Die Fotze ist jetzt tot. Ja! Ab jetzt ist das Spiel einfach. Geil. Hab mich zu früh gefreut. Ich hab vergessen, dass meine Charaktere ja gar nichts können. Vergessen, dass meine Charaktere alle scheiße sind. Das ist nicht dein Ernst. Es ist nicht dein Ernst. Und du meintest, der Fisch würde mich zu sehr aufregen. Ich sollte Zelda nicht spielen, weil mich der Fisch zu sehr aufregen würde. Der Fisch ist ein Scheiß gegen dieses Dreckspack. Die belebt die einfach mit 8000 wieder. Wie OP ist das eigentlich?
können Estelle und Joshua guten Gewissens derselben Gruppierung angehören wie diese beiden Kackbratzen. Solange die beiden nicht aus der Bracer-Gilde ausgestoßen werden, boykottiere ich die Bracer-Gilde. Ich habe nichts geschafft, gar nichts, weil sich währenddessen schon wieder komplett voll geheilt hat. Ich heule gleich. Kann man Gegner noch nerviger gestalten als das? Ja klar, natürlich triffst du mich. Natürlich triffst du mich. Du bist ja auch Lloyd. Der König der Dummköpfe. Wenn ich verliere, ist der Stream zu Ende, ne? Das sage ich mir jetzt. Ich bin eh nicht mehr vorher dran. Ich bin jetzt tot. Ich kann Ellie nicht wieder zurückholen. Ich hab nichts mehr. Doch, ich hab noch Reviving Bounce. Aber dafür müsste ich erstmal an Ellie drankommen und die steht hinter den beiden Pissnelken. Jetzt schon keinen Bock mehr auf den Kampf. Ich brauche ja nicht warten, bis die mich umbringen. Es ist doch jetzt schon so weit. Ich sehe ja jetzt schon, dass das nichts mehr wird. Gute Nacht, das Spiel ist scheiße.